Herzlich willkommen zu unserem Digital Talk, heute mit Sebastian Fries, Vice President Produktmanagement. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Hallo Sandra, danke für die Einladung. Wie bei allen Kollegen auch, würde ich dich zunächst bitten, dich vielleicht unserem Publikum mal vorzustellen, damit wir alle mal einen Eindruck bekommen, was du hier alles so machst. Alles klar, mein Name ist Sebastian Fries. Ich bin hier Vice President Produktmanagement und vor meiner Zeit hier bei der Coding habe ich Bankkaufmann gelernt und habe nach einem Studium Erfahrungen im Lebensmittelbereich, Medizintechnik und im Automotive-Sektor gesammelt. Und danach bin ich 2008 habe ich hier begonnen mit einem Projekt, in dem wir einen Technologietransfer durchgeführt haben an einen Partner in Indien, der unsere Geräte in Lizenz fertigt. Und von da ab war ich im Vertrieb zuständig für die Händlerorganisationen im Nahen Osten und in Asien. Und seit 2014 bin ich fürs Produktmanagement zuständig. Sehr gutes Stichwort. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was bei uns im Haus Produktmanagement genau ist und welche Bereiche das betrifft und was so die Aufgaben des Produktmanagements bei uns sind. Das Produktmanagement bei uns verstehen wir als die Art Bandscheibe in der Firma. Wir sind dafür da, um die Technik und den Vertrieb eben zu synchronisieren, mit denen zusammenzuarbeiten und eben die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Wir versuchen hier den Kunden eben abzufragen, mit dem Vertrieb zusammen die besten Informationen zu bekommen, was treibt den Kunden, was bewegt ihn, welche Sachen braucht er am nötigsten, um dann analytisch auszuwerten über Tests in Gesprächen die beste Möglichkeit zu finden, diese Sachen auch für den Kunden umzusetzen. Jetzt haben wir ja sehr, sehr viele Produkte, die, ich sag mal, unter deiner Schirmherrschaft sind sozusagen. Und es geht ja auch sehr stark in zukünftige Produktentwicklungen. Welche Trends siehst du da, die ihr auch versucht zu berücksichtigen? Was ist so auch das Feedback vom Markt, was ihr da bekommen habt? Wir befinden uns heute in einem Spannungsfeld. Die Kunden benötigen individuelle Lösungen, wir fertigen Serie. Das bedeutet, wir müssen diese Bedürfnisse des Kunden am richtigen Platz, zur richtigen Zeit in unserem Produkt dem Kunden zur Verfügung stellen. Und das schaffen wir dadurch, indem wir immer mehr durch Software-Solutions das Ganze individualisieren, genau dann, wann der Kunde das benötigt. Wenn ich das richtig verstehe, ist es praktisch so, dass der Trend ganz klar weggeht, mehr Komponenten einzubauen, sondern ich sage mal individuelle Anforderungen, wie zum Beispiel kurzfristig mehr Geschwindigkeit, mehr Output, dass da versucht wird, clevere Softwarelösungen zu finden, die dann der Kunde, ich sage mal ad hoc, wenn er sie dann wirklich braucht, zuschalten kann? Oder wie ist so ein Konzept beim Kunden dann auch umsetzbar? Denn der steht da meist unter Druck, auch unter Zeitdruck und so. Was haben wir da für Lösungen vielleicht auch? Ja, Sandra, das ist genau der Punkt, den den Kunden treibt. Er braucht individuelle Lösungen, er braucht mal eine schnellere Geschwindigkeit, er braucht einen bestimmten Code. Dann muss man das in der Gesamtheit der Produktionslinie sehen, in der wir uns befinden. Wir sind eine Komponente in dieser ganzen Chain, die der Kunde aufgebaut hat, um seine Produkte eben zu fertigen. Und hier müssen wir adaptiv sein. Und adaptiv können wir über Software-Solutions sein. Wir können das über eine Software, die wir dem Produkt mitgeben, wo wir eben dann verschiedene Features freischalten können oder das Produkt in Zukunft sich vielleicht die selber aufgrund Daten, die von außen kommen, eben selber merkt, was zu tun ist, um eben schneller zu laufen oder andere Sachen dann selbst zu steuern und dem Kunden dahingehend einfach eine bessere Performance bietet. Das sind ja sehr, ich sage mal, spannende Themen, die euch da gerade umtreiben. Wie siehst du denn generell die Zukunft der Kennzeichnung, wenn man so von Stand heute jetzt mal guckt in die nächsten Jahre? Was sind da so die Treiber? Ja, im Endeffekt gestaltet sich heute das Bild so, dass wir sehr viele Lösungen haben, die nur offline betrieben werden. Auf der anderen Seite haben wir Kunden, die sehr vernetzt sind. Und die größte Herausforderung ist, eben diese ganzen Produkte, die heute offline verfügbar sind, eben auch den Zugang zu geben in eine vernetzte Zukunft.
um diese Möglichkeiten eben auch freischalten zu können und dem Kunden diese Benefits auch mitgeben zu können. Das ist die größte Herausforderung. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Danke, Sandra, gerne.